Schlechte Gefühle loswerden. Für die allermeisten Menschen ist das ja ein sehnlicher Wunsch. Wie kriege ich endlich meine schlechten Gefühle weg? Ja, jetzt ist die Frage, gibt es überhaupt schlechte Gefühle oder gibt es nur Gefühle? Und wenn es nur Gefühle gibt, wie kann man sie wegkriegen? Kriegt man sie dauerhaft weg und gibt es dafür überhaupt eine Lösung? Darum soll es heute in meinem Video gehen. Viel Spaß! Hallo, du wunderschöne Seele. Ich bin der Juan und ich helfe dir, seelische Gesundheit auf Dauer zu erreichen, um dich wohlzufühlen, ohne Vereinsamung und Hoffnungslosigkeit. Die allermeisten Menschen von uns, ja, sagen sich, ja, ich möchte mich eigentlich immer gut fühlen. Das ist zunächst einmal ganz normal, denn diese Gefühle, die sich nicht so gut anfühlen, wer möchte das schon spüren? Ich bin auch kein Fan davon. Niemand möchte das gerne. Und vor allem Menschen, die schon lange unter psychischen Problemen leiden, wie zum Beispiel Angststörung, Depressionen, ja, die haben den ganzen Tag mit diesem Gefühlscocktail zu kämpfen. Und wahrscheinlich ist es für die der allergrößte Wunsch, sich einmal wieder gut zu fühlen oder dauerhaft gut zu fühlen, wenn man sich die ganze Zeit mit diesen ganzen Emotionen hier drinnen, ja, plagen muss. Und irgendwie, ja, versucht man alles Mögliche und man kriegt es nicht in den Griff. Und heute möchte ich dir einmal zeigen, warum das so ist, dass wir diese, in Anführungsstrichen, schlechten Gefühle nicht losbekommen und woran das liegt. Bevor wir aber dazu kommen, dürfen wir erstmal verstehen, wie das menschliche Gehirn überhaupt funktioniert. Denn das menschliche Gehirn ist wirklich fantastisch. Wenn man so möchte, ist es das intelligenteste Instrument in unserem Universum, soweit wir es bis heute dato wissen. Denn dieses menschliche Gehirn hat es geschafft, alles Mögliche zu erschaffen. Es hat geschafft, dass wir mit diesem Denkapparat hier oben ja das Internet erfunden haben. Wir haben es geschafft, das Automobil zu bauen. Wir haben das Telefon erschaffen. Albert Einstein hat die Relativitätstheorie erfunden und konnte damit das Universum besser erklären. Wir haben alles Mögliche mit diesem Denkapparat geschafft. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist sensationell. Und das alles, ja, nur mit diesem Denkapparat. Das hat folgenden Grund. Und das darfst du heute verstehen, warum dieser Denkapparat so, ja, so toll ist und warum der so funktioniert, was er aber gleichzeitig auch für Defizite hat, für Nachteile. Und darum würde ich dich darum jetzt bitten, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst und dieses Video wirklich ganz ansiehst, damit du das verstehst, damit du dieses Bewusstsein erlangst, dass du dich von diesen negativen Gefühlen befreien kannst. Und dazu darfst du dieses Video ganz ansehen. Hör mir genau zu. Versuch dir einmal vorzustellen, dass wir Menschen vor circa 250.000 Jahren und noch länger, ja, da waren wir Neandertaler. Und der Trugschluss dabei ist, und das ist ja das Erstaunliche, dass wir damals, wie wir Neandertaler waren, eigentlich schon genauso getickt haben wie heute. Nur, dass wir zivilisiert geworden sind. Ja oder nein? Naja, an manchen Stellen, was hier manchmal so in der Erde abgeht, erlauben mir bitte diese Bemerkung, da fragt man sich schon, ob wir tatsächlich wirklich zivilisiert sind, aber ich glaube, das gehört auf ein anderes Blatt Papier. Aber kommen wir zurück zu unserem Gehirn. Unser Gehirn war damals genau wie heute. Wir hatten drei Denkstrukturarten, die sich von damals bis heute nicht geändert haben. Sie sind genau gleich. Es hat sich wirklich nichts geändert. Exakt gleich. Und die sind wie folgt. Und vielleicht erkennst du das bei dir auch wieder. Und das möchte ich dir jetzt ganz kurz erklären in diesem Vortrag. Wir waren damals so, wir sind heute so. Wir sind in der Früh aufgestanden und hatten relativ wenig Probleme, aber wir hatten Probleme. Ja, wir sind in der Früh aufgestanden und haben gesagt, heute muss ich zu essen kommen, ich brauche einen Schlafplatz, ich muss meine Familie ernähren, ich muss meine Kinder ernähren, meine Frau etc. Also was haben wir gemacht? Raus in der Früh
und sind auf die Jagd. Also, was haben wir gemacht? Wir haben geschaut, dass wir irgendwo ein Reh finden, Säbelzahntiger etc., sonst was. Also, das war das Problem. Wo komme ich heute am besten und am schnellsten zur Nahrung, zu essen? Erstes Problem. Danach kam die Lösung. Ja, die Lösung ist, ich suche mir ein Tier, das ich jagen kann. Wenn ich es dann gefunden habe, kann ich es verzehren und das Problem ist gelöst. Dabei kann es aber auch noch Hindernisse geben. Die Hindernisse sind, ja, der Säbelzahntiger ist ja auch nicht gerade ungefährlich. Also brauche ich irgendeinen Speer oder irgendwas, damit ich ihn, ja, erdolchen kann. Und das ist dann das Hindernis. Das Hindernis muss ich dann auch noch lösen. Das wäre das Hindernis. Also, so denkt das menschliche Gehirn. Es hat damals so gedacht und es denkt heute immer noch gleich. Man kann es auf tausende und tausende verschiedene, ja, Situationen anwenden. Es ist immer gleich. Es ist wirklich immer gleich. In der Früh ist man aufgestanden, es gibt keinen Säbelzahntiger, wieder Problem, also brauche ich wieder was anderes. Naja, dann greife ich zu den Bären. Bären esse ich, Lösung, Magen voll. Hindernis, sind die vielleicht giftig, muss ich überlegen. Also du siehst, es ist immer das Gleiche. Es ändert sich wirklich gar nichts. Es ist immer der gleiche Vorgang. Ja, heute haben wir andere Probleme. Vielleicht entdeckst du dich da jetzt genau gerade wieder. Schreib es mir bitte in die Kommentarbox. Womöglich leidest du, ja, an aufdringlichen Gedanken, Zwangsgedanken, Depressionen, Angststörungen. Was machst du? Vielleicht bist du auf Google gegangen, hast eingegeben, wie kriegt man Zwangsgedanken in den Griff? Wie kriege ich meine Panikattacken in den Griff? Problem. Ja oder nein? Problem. Anschließend Lösung. Könnten wir einen Therapeuten suchen, könnten einen Coach suchen, wie den Juan, wie eine Medikamente. Lösung. Hindernis? Medikamente, ich weiß nicht so ganz genau. Nebenwirkungen, soll ich die nehmen, ja oder nein? Coach, boah, kostet viel Geld. Weiß ich nicht, kann ich mir das leisten? Die sind doch alle so teuer. Hindernis. Ja, Therapeut, ja, ich weiß nicht, sind die so gut und nehmen die sich wirklich und die Zeit und etc. Ich weiß auch nicht, ist auch irgendwie ein Hindernis. Und wann kriege ich eigentlich einen Platz? Du siehst, gleiches Schema wie damals. Es hat sich nichts geändert. Es hat sich gar nichts geändert in unserem Denkapparat. Und so könnte ich das immer und immer weitermachen. Bevor ich das heutige Video gestartet habe, hatte ich ein Problem mit meiner Lampe. Also habe ich gesehen, Problem. Was habe ich mir gedacht? Puh, die Glühbirne geht nicht. Was mache ich? Ich muss zu einer Lösung. Ist mir eingefallen, Lösung. Da gehe ich in den Abstellraum, wechsle die ein, Problem gelöst. Ja, Hindernis, ist das überhaupt dieselbe und passt die? Kann ich dann heute ein Video drehen? Du siehst, und so geht es immer weiter und weiter. Ich könnte jetzt tausende von Beispielen nennen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen und das macht mir dann Angst, dass du dieses Video vielleicht nicht ganz ansiehst und das möchte ich ja, weil ich möchte ja unbedingt helfen. So, ja, tja, weil wir jetzt so eine Denkmaschine haben und wir unbewusst, und jetzt hören wir genau zu, unbewusst immer und immer wieder in unserem Leben, ja, damit sogar gute Erfahrungen gemacht haben, dass wir mit dieser Strategie gut fahren können, nämlich Problem, Google als Beispiel, Lösung, Hindernis, haben wir die Erfahrung gemacht, unbewusst natürlich, spätestens seit diesem Video jetzt nicht mehr, dass wir mit dieser Strategie fast alle Probleme lösen können. Wir kriegen alles in den Griff. Und wohl wahr, dieser Denkapparat kann das wirklich. Er kann alles im Außen mit dieser Strategie oder nahezu alles lösen. Aber eine Sache kann er nicht. Dieses erstaunliche Gehirn, das nahezu alle Probleme lösen kann eine Sache nicht. Und weißt du, was es nicht kann? Es kann diese Strategie nicht in Bezug auf unsere eigenen Gefühle anwenden. Das kann es nicht. Es hat dazu keinen Zugriff. Ich mache dir folgendes Beispiel. Vielleicht erkennst du dich da wieder. Ich habe hier Angst im Magen. Hier im Nacken, es schwitzt, es tropft. Problem. Wie kriege ich dieses Gefühl weg? Ich brauche eine Lösung.
Du gehst jetzt in den Kopf hinein, ja oder nein? Schreib's in die Kommentarbox, interessiert mich wirklich brennend. Sei mal ganz ehrlich, du gehst jetzt in den Kopf hinein. Ich muss dieses Gefühl wegbekommen. Warum habe ich dieses Gefühl überhaupt? Woher kommt es? Kann ich das überhaupt in den Griff bekommen? Wieso kriege immer ich diese Gefühle? Bla bla bla. Und dadurch versuchst du dieses Gedankenkarussell, das du jetzt da oben im Kopf hast, das nennen ja auch viele Grübeln, ne? Grübeln, Gedankenkreisen, ne? Wenn du wissen möchtest, was Gedankenkreisen ist und Grübeln und wie man das in den Griff bekommen kann, verlinke ich dir hier oben einmal auf den i. Ein Video von mir ist auch wirklich ziemlich gut, also meiner Meinung nach zumindest. Und wir versuchen die ganze Zeit dann mit diesen Gedanken, natürlich diese Strategie, die wir früher immer und heute immer noch anwenden, zu lösen. Kriegen es aber nicht hin. Wir schaffen es nicht. Warum? Weil wir keinen Zugriff haben. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Das Hindernis. Na? Ich versuche die ganze Zeit mit zu einer Lösung zu kommen und dann merke ich, dass das irgendwie ein Hindernis ist und ich kriege das nicht hin. Und jetzt kommt das Problem. Weil wir unbewusst, und jetzt hör mir genau zu, unbewusst die ganze Zeit immer in unserem Leben immer so gefahren sind, ich habe da ein Problem, Lösung, Hindernis, wenden wir das auf uns an und merken, dass wir es nicht schaffen, zu einer Lösung zu kommen mit diesen Grübeln. Wir schaffen es nicht, wir grübeln, wir machen das, Lösung und irgendwann mal fängt es sich auch noch an zu verselbstständigen. Was machen wir eigentlich dann, wenn es sich dann verselbstständigt? Und dann kommt irgendwann mal der Punkt, ich kann nicht mehr aufhören zu grübeln, ich bin depressiv, ich habe eine Angststörung, ich habe Zwangsgedanken. Was jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ja, echt spannend. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Weil wir schlechte Gefühle loswerden wollen. Und wir wollen sie loswerden, weil sie sich schlecht anfühlen. Und wir benutzen dieses Instrument wie bei der Problemlösung im Außen, in der Realität. Und hier können wir es nicht anwenden. Und das ist jetzt erstmal der Punkt, und das darfst du jetzt verstehen, weil das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass du das verstehst. Dann verstehst du auch, dass dieses Grübeln dich nicht weiterbringt. Und jetzt schreiben viele und sagen, ja Juan, ich versuche schon aufzuhören zu grübeln und das Gedankenkreisen. Krieg's aber nicht hin, es hat sich automatisiert und es hat sich verselbstständigt. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Irgendwie hast du ja recht, aber ich schaff's nicht. Wie kann ich denn das jetzt schaffen, dass ich dieses Problemdenken, was ich im Außen immer habe, jetzt hier drinnen in mir auch anwende? Ja, es klingt paradox, aber wir dürfen verstehen, dass wir hier das genaue Gegenteil machen sollen. Ja, wir dürfen keine Lösung finden, warum wir dieses Gefühl haben, wo es herkommt. Wir dürfen keine Lösung finden. Wir dürfen fühlen. Du hast richtig gehört. Wir dürfen fühlen. Und ich sage es nochmal. Wir dürfen fühlen. Warum sage ich das so? Wir dürfen fühlen. Raus aus dem Kopf. Keine Lösung für dieses Gefühl. Du brauchst keine Lösung für das Gefühl. Das Gefühl muss gefühlt werden. Akzeptiere das Gefühl. Fühle es. Und mach aber einen Fehler nicht dabei. Und das machen 99,9% falsch. Sie gehen hin und sagen, ich fühle. Aber hinten ist der Gedanke ganz klein so da. Der spricht immer zu dir. Und er sagt, wenn ich jetzt schnell fühle, dann ist es bald auch wieder vorbei. Nein, das ist kein Fühlen. Das ist kein Fühlen. Fühlen bedeutet bedingungslose Akzeptanz zu dem Gefühl. Ja zu sagen zu dem Gefühl. Jetzt. Ja, ich fühle dich. Du bist hier. Ja, dir zu sagen, du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Wenn du willst, bleib die ganze Zeit. Aber bleibe. Wenn man so möchte, radikale Akzeptanz. Ich weiß, das Wort radikal ist in Deutschland sehr negativ behaftet, aber das ist ja auch nicht auf Bezug der Politik in diesem Thema gemeint, sondern auf den Bezug deiner eigenen Emotionen. Das ist der Weg. Das ist der Weg, den ich predige. Das ist der Weg, der meiner Meinung nach der richtige Weg ist. Du brauchst keine Lösung.
Warum ist das Gefühl entstanden? Was ist das Gefühl, will gefühlt werden? Und jetzt fragen sich die allermeisten, wenn ich es dann gefühlt habe, wie lasse ich es dann los? Das Loslassen ist in diesem Bezug das kleinere Übel. Denn wenn du einmal akzeptierst hast und gefühlt hast und dich dann wieder auf Dinge konzentrierst, die im Hier und Jetzt sind, nämlich in der Gegenwart, die relevant sind, dann passiert der Moment, der dir wahrscheinlich das ganze Leben lang immer unbewusst war. Nämlich es ist dann der Moment, wenn dich einer anspricht oder zu dir selber sagst, boah, vor einer Stunde ging es mir noch so richtig schlecht, jetzt geht es mir aber wieder gut. Was ist passiert? Gar nichts, du hast unbewusst einfach losgelassen. Du hast losgelassen und das Loslassen geschieht, wenn du fühlst. Wenn du das hier drinnen fühlst, das Gefühl. Lass die Gefühle nicht in deinen Kopf steigen und analysiere sie und zergrübel sie und sonst irgendwas. Sondern geh hinein. Fühle sie. Umarme sie. Hier drinnen. Ich habe meistens hier die Gefühle. Wie geht es dir damit? Also ich habe sie meistens hier. Ich war heute früh auch sehr nervös. Ich hatte viele Termine, war sehr angespannt. Aber ich versuche sie nicht wegzudrücken oder zu analysieren, sondern ich sage einfach, das ist jetzt so. Gefühle kommen, Gefühle gehen, wenn wir sie akzeptieren. Wenn wir auf der Welle bleiben. So funktioniert's. Und vergiss das, was du am Anfang dieses Videos gehört hast von mir. Löse dich von diesen Analysieren, von Problemen. Denn diese Strategie funktioniert diesbezüglich nicht. Ich verlinke dir hier mal ein Video von mir über das Reinsteigern in Gedanken. Das kannst du dir auch einmal ausführlich ansehen. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.